Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Für die Gesundheit aller Geschwister, ich bitte euch um ein Salawat. Für das Wohlergehen unseres Imams, Imam al-Zaman, bitte ich um einen weiteren Salawat. Und dass wir inshallah am Tage des Gerichtes mit dem Propheten und seinen Ahlul Bayt versammelt werden, noch ein Salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المنتجبين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ich begrüße euch alle mit dem Grußwort des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Und heiße euch herzlich willkommen in unserer heutigen Sitzung bezüglich des Themas Al-Basirah. Die Scharfsinnigkeit, wie ihr die E-Mail auch bekommen habt. Das Thema handelt von Scharfsinnigkeit. Was ist Scharfsinnigkeit? Das arabische Wort dafür ist Al-Basirah. Basirah kommt von der Wortfamilie Basar und Basar bedeutet Sehen oder die Sichtfähigkeit. Wir verstehen unter Sehvermögen, Sehfähigkeit das, was das Auge sieht. Die optische Sehfähigkeit. Allerdings müssen wir hier das heranziehen, was der Koran uns lehrt. Im heiligen Koran lesen wir in Surat Al-A'raf, das ist 7. Surah in der Chronologie, Vers Nummer 179. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Sie haben Augen und sie sehen nicht. Wie gesagt, wir denken, es ist das optische Sehen. Und das Gegenbeispiel dafür ist die Blindheit. Wenn jemand nicht sehen kann. Wir verstehen das so. Nur der Koran, der heilige Koran, spricht von einer ganz anderen Sehfähigkeit, um deutlicher zu werden. Das wird auch deutlicher in den nächsten Versen und aus dem Fortlauf dieser Versen wird deutlich, dass hier nicht um die Sehfähigkeit des Auges als solche geht, sondern es geht auch um die Sehfähigkeit des Inneren. Der Mensch besitzt ferner zwei Sehvermögen. Einmal das Sehvermögen des Auges und einmal das Sehvermögen des Herzens. Wie gesagt, im heiligen Koran, Surah Al-A'raf 179, sie haben Augen und sie sehen nicht. Lesen wir weiter in Surah Nummer 2, Surah Al-Baqarah, es gibt zwei Versen. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Oder im Vers Nummer 171, fahum la ya'qilun. Taub, stumm, blind, also werden sie nicht zurückkehren oder sie verstehen nicht. La ya'qilun, also sie verstehen nicht. In Surah Nummer 22, Vers 46 steht: فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Denn wahrlich, es sind nicht die Augen, die blind sind, sondern es sind die Herzen in der Brust, die blind sind.
Also wie wir hier erkennen, geht es um die Blindheit des Inneren. Ferner der Mensch besitzt zweierlei Sehvermögen, wie ich gesagt habe, das Sehvermögen des Auges und das Sehvermögen des Herzens. Und das Sehvermögen des Herzens ist eben das, worauf der Koran abstellt. Denn was heißt es, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sie haben Augen, aber sie sehen nicht? Und bei dem anderen Vers heißt es, Summun, Bukmun, Umyun, taub, stumm und blind. Möge einer vielleicht denken, ist es die körperliche Behinderung oder die Sehfähigkeit, wenn jemand behindert ist und nicht sehen kann, dass er behindert ist. Nein, es ist aber nicht gemeint. Es ist eben die Blindheit des Herzens, die innere Blindheit gemeint. Und letzten Endes erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran, diejenigen, die am Tage des Gerichtes als Blinder versammelt werden. Und da in Surah Taha, also Surah Nummer 20, Vers 125, sagen diejenigen, die blind auferweckt wurden, die sagen, Qala Rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basiran. O mein Herr, warum hast du mich blind vor dich geführt oder mich hier versammelt, obwohl ich vor dem sehen konnte, obwohl ich vorher in meinem irdischen Leben sehen konnte? Als Antwort kommt in dem gleichen Kapitel, also in der gleichen Surah, Vers Nummer 126, كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Allah subhanahu wa ta'ala spricht zu demjenigen und sagt, es sind ja unsere Zeichen zu dir gekommen und du hast sie missachtet. Also wirst du heute missachtet. Also wirst heute nun du auch missachtet. Im Großen und Ganzen spricht der Heilige Koran von einem Scharfsinn, von einer Sehfähigkeit oder Einsichtsfähigkeit, besser gesagt, weil das, was das Herz erkennt und sieht, das ist die Einsicht. Du siehst mit deinem Auge, aber mit deinem Herzen siehst du ein. Was du mit dem Herzen eventuell sehen kannst, vielleicht siehst du es nicht mit dem Auge, aber dein Herz erkennt es. Und das ist das, worauf der Koran abstellt. Der Heilige Koran spricht von einer Einsichtsfähigkeit und teilt diese Einsichtsfähigkeit bestimmten Menschen zu, wo viele andere Menschen diese Einsichtsfähigkeit nicht besitzen. Um das Ganze zu interpretieren, wissenschaftliche Interpretation, würde man sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat allen Menschen eine Kraft gewährt, eine Fähigkeit zugeteilt, mit deren Hilfe der Mensch Dinge erkennt, Sachen erkennt, sieht, erkennt und analysiert. Die analytische Fähigkeit hat Allah jedem Menschen gegeben. Also jeder Mensch hat ein Potenzial. Dieses Potenzial soll ausgeschöpft werden. Denn das, um es ein bisschen plastischer darzustellen, könnte man sagen, in einem Bodybuilding-Club, alle Jugendlichen oder alle jungen Herren möchten 100 Kilogramm erheben, Gewicht heben, also beim Gewicht erheben. Natürlich, das Potenzial ist bei jedem da. Jeder hat das Potenzial, eventuell ein Bodybuilder zu werden oder ein Gewichtheber zu werden. Nur kann denn jeder wirklich tatsächlich im ersten Augenblick dieses Gewicht heben? Nein. Man braucht gewisse Voraussetzungen,
Diese Voraussetzungen müssen erfüllt werden, sodass dieses Gewicht erhoben werden kann oder aufgehoben werden kann. Diese Sichtfähigkeit, diese Sehfähigkeit oder diese Einsichtsfähigkeit ist die Fähigkeit, mit deren Hilfe man das Gute vom Bösen unterscheiden kann. Also das Richtige vom Falschen, das Gute vom Bösen, das Göttliche vom Teuflischen, das religiös Gebotene und das religiös Verbotene kann man mit dieser Fähigkeit erkennen. Manche versuchen, wie ich auch mit dem Beispiel gezeigt habe, versuchen sie, diese Fähigkeit in die Tat umzusetzen. Also wir haben einmal dieses Potenzial, das Potenzial in die Tat umsetzen heißt für uns das tatsächlich verwirklichen. Dazu benötigt man die Übung, die nötige richtige Ausbildung, wie etwa desjenigen Trainers, der dir die Lehre des Gewichthebens beibringt, sodass du das Gewicht erheben kannst. Also mit anderen Worten könnten wir sagen, Übung macht den Meister. Das ist ja das berühmte Sprichwort, das jeder kennt. Also die Voraussetzungen müssen erfüllt werden. Die Augen sehen, aber manchmal gibt es Hindernisse. Manchmal haben wir Fähigkeiten, die wir nicht ausnutzen können oder von denen wir nicht Gebrauch machen können, weil irgendwelche Hindernisse da sind. Barrieren da sind. Diese Barrieren hindern uns daran, unser Potenzial auszuschöpfen. Genauso wie wir das Auge haben. Ich komme wieder auf das Auge zurück, denn wir haben ja das Thema, ist ja das Sehen und das herzliche Sehen. Wenn wir unsere Augen benutzen wollen, das Hindernis in diesem Fall, könnten wir sagen, dass wenn das Auge erkrankt oder wenn wir einen Vorhang, einen Schleier vor unsere Augen hinstellen, dann können wir auch nichts mehr sehen. Also Hindernisse, Barrieren, die uns auf den Weg begegnen, um diese Fähigkeit auszunutzen. Und Allah subhanahu wa ta'ala spricht in diesem Zusammenhang وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. Das ist Surah Nummer 2, Vers Nummer 7. Und vor ihren Augen, Absar, das sind die Augen, haben wir, oder vor ihren Augen sind Hindernisse, sind Barrieren, sind Schleier. Rishawa ist eine Art Schleier. Gardine könnte man sagen. Wenn man es auf Persisch übersetzt, sagt man Parde. Parde ist eine Gardine. Das, was dein Sehvermögen hindert. Für wen ist das maßgeblich oder für wen ist das gedacht? Für diejenigen, die sich Allah widersetzen, die Allah bekämpfen, die seine Religion bekämpfen. Diese Menschen werden so bestraft, dass vor ihren Augen ein Vorhang, ein Hindernis kommt, sodass sie nicht sehen. Und wenn wir zurückgehen auf unsere Interpretation, koranische Interpretation, was ist das Sehen, das tatsächliche Sehen des Herzens, dann würden wir sagen, dass denen die Fähigkeit weggenommen wird, weil sie einiges getan haben. Zum Beispiel, sie haben Augen gehabt, mit ihren Augen haben sie nicht das gemacht, was Gott von denen gewünscht hat. So kommt eine Barriere von Allah subhanahu wa ta'ala und diese Barriere ist dieses Hindernis, das nicht mehr die Möglichkeit gewährt, dass diese Person das Gute vom Falschen unterscheiden kann. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم غشاوة. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihre Sinne, ihre Herzen versiegelt.
Allah subhanahu wa ta'ala spricht, ich habe das gemacht. Denn es gibt zweierlei. Einmal der Mensch verursacht das und das andere ist, Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er sieht, dieser Mensch will das die ganze Zeit, er will so leben, so versiegelt er sein Herz. Wie sind diese Menschen, die so leben? Die Gott bekämpfen und seine Religion bekämpfen, die Gesichter haben, mehrere Gesichter haben, zwei Gesichter haben. Allah subhanahu wa ta'ala spricht von diesen Leuten, die sind die Munafiqun, die Munafiqin, die Heuchler. Was ist die Eigenschaft eines Heuchlers? Ein Heuchler ist derjenige, der, wenn er zu dir kommt, zeigt er sich toll und schön. Wenn er hinter dir, hinterrücks, würde er sagen, ach, weißt du was, der X ist so ein Blödmann, mit dem kann man sich gar nicht verstehen und so weiter und so fort. Das ist das heuchlerische Vorgehen. Oder wenn wir den Koran zu Rate ziehen, da steht im heiligen Koran, also auch in Surah Al-Basirah, Vers Nummer 14, da sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Heuchler, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. So sind die Heuchler. Wenn sie zu den Gläubigen kommen, sagen sie, wir sind gläubig. Wenn sie zu religiösen Leuten kommen, sagen sie, wir sind religiös. Aber sobald sie وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Wenn sie aber zu ihren eigenen Satanen zurückgehen oder zu denen hingehen, mit denen sie sich befinden, in abgeschlossenen Räumen, in X-Räumen, in Ecstasy-Räumen, in Speed-Räumen, dann sagen sie, ach, wisst ihr was, wir haben doch nur Spott getrieben. Wir haben sie gespottet, indem wir gesagt haben, wir glauben, aber wir glauben nicht. Wir machen uns nur lustig darüber. Wir sind mit euch. Natürlich sind wir mit euch. Was wir mit denen tun, ist nur, damit wir weiterkommen. So. Diese Leute, die waren ja am Anfang auch, diese Munafiqin, diese Heuchler, die haben die Wahrheit erkannt, die wissen, was die Wahrheit ist. Aber trotzdem haben sie diese Wahrheit nicht angenommen. Trotzdem, sie haben gesehen, es ist für sie leichter, wenn sie mal hier sind, so sind und anderswo anders sind. Sprich, zwei Gesichter haben. Bei den Gläubigen sind die gläubig, bei den Ungläubigen sind die ungläubig. Da ziehen sie über die Gläubigen her und machen sich lustig über den Glauben als solche. Diese Leute, diese Munafiqun, diese Heuchler sind schlimmer als die Ungläubigen selbst. Denn die Ungläubigen sagen, wir sind ungläubig, wir wissen, dass wir nach eurem Glauben, was ihr uns lehrt, dass wir in die Hölle kommen. Aber trotzdem, wir akzeptieren diesen Glauben nicht. Es ist ja offensichtlich, man kennt, das sind die Ungläubigen, die haben nicht angenommen das, was Allah ihnen empfohlen hat oder befohlen hat. So, man weiß klar, der Leitfaden ist klar. Man weiß, wo die landen. Aber ein Munafiq, ein Heuchler, man weiß nicht, die sind nicht schlimmer als die Ungläubigen. Weil ein Munafiq ist bei den Gläubigen ist er gläubig, bei den Ungläubigen ist er ungläubig. Du weißt nie, wie der ist. Um einen Vorteil zu ziehen, um an einen Vorteil zu kommen, um einen Gewinn zu erzielen, machen sie das. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im heiligen Koran, in Surah Nummer 4, Vers 145, Surah Al-Nisa ist das, إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Wahrlich, die Heuchler sind in der tiefsten Ebene der Hölle und für sie wirst du keinen Ausweg finden. Also ihnen erwartet schlimme Qualen im Jenseits. So, das ist jetzt die Qual, die ihnen erwartet im Jenseits, nachdem sie wieder auferweckt werden und nachdem sie zur Rechenschaft gezogen wurden. Was ist aber hier? Und das ist ja maßgeblich. Das ist auch maßgeblich für unser Thema heute. Die Qual, die ihnen zukommt, ist keine Qual des Feurigen, des Qualvollen, sondern es ist, Allah sagt, du hast diesen Weg ausgesucht, bleib bei deinem Weg. Ich unterstütze dich sogar bei deinem Weg.
Allah subhanahu, es ist eine Tradition Allahs, Sunnatullah spricht man davon, im Arabischen Sunnatullah, Allahs Gesetz, Allahs Regel, Grundsatz. Allah handelt so, in der Interaktion mit seiner Schöpfung handelt er so, weil er gerecht ist. Allah unterstützt diejenigen, die das Gute anstreben, das Gute zu erreichen. Und er gibt ihnen alle Kraft, damit sie das erreichen. Diejenigen aber die versuchen, das Schlechte zu erreichen, das Böse zu erreichen, denen hilft er auch. Denn Allah stellt auf die Absicht ab und auf den Willen ab, desjenigen. So, bei der Willensschöpfung ist der Einzelne allein verantwortlich und auch selbstständig. Er bildet seinen Willen selbstständig und Allah subhanahu wa ta'ala hilft diesemjenigen, um sein Ziel zu erreichen. So, was haben wir gelernt hier? Kannst du das wiederholen, Bruder Mohammed? Was ist das Gesetz Gottes? Was ist die Regel Gottes, die Tradition Gottes? Was wir gerade hier gesagt haben? Er hilft dem, der auf dem Weg ist, auf dem guten Weg, und er hilft auch dem, der auf dem schlechten Weg ist. Also er führt ihn. Er hat den freien Willen, aber Gott ist derjenige, der ihm weiterhilft. Genau. Er diesen Weg erreicht. Genau. Also sprich, er hilft ihm bei der Verwirklichung seines Willens. Genau. So, woraus wird das ersichtlich? Im Koran wird es ersichtlich im Vers Nummer 20 der Sure Nummer 17, Surat Al-Basirah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula min ata'i rabbika wa man kana ata'i rabbika mahdura. Ihnen allen, diesen und jenen, gewähren wir die Gabe deines Herrn. So, Achtung, ihnen allen, also kullun, numiddu, ja, kullan numiddu,